Ja, wieso bin ich eigentlich schon wieder da? Ich bin jetzt mittlerweile die zweite Reha, die ich jetzt hier mache. Ich habe mich im Januar wieder verletzt. Ich habe das Kreuzband gerissen und beide Menisken kaputt gemacht. Und ja, hocke wieder mal in einer Reha fest, anstatt Rennen zu fahren, anstatt wieder mal eine richtige Saison durchzufahren. Das ist der Grund, warum ich mittlerweile mehr Zeit in Bad Ragaz verbringe als auf dem Schnee. Also ich habe, ungefähr eine 70-prozentige Absenzzeit vom Skisport. Ich betreibe das professionell seit einem Haufen Jahren. Ich habe das Sportgymnasium, also das KV im Sportgymnasium Davos gemacht. Ich habe dann dort 2 Jahre Vollprofi gemacht, nichts daneben. Ich habe dann aber gefunden, nein, das tut mir nicht gut, das tut dem Sport nicht gut, ich muss mich geistig auch noch auslasten. Bin dann wieder zurück, habe die Berufsmaturen nachgeholt und mittlerweile bin ich am Fernstudium Psychologie dran. Ich habe aber das Skifahren natürlich immer professionell betrieben und das war auch vorrangig. Also das Studium oder die Schule war immer zweitrangig. Ja, jetzt bin ich mittlerweile 26. Wie gesagt, ein Haufen Jahre sind verloren gegangen durch Verletzungen. Und ja, was ziehe ich daraus? Es ist noch schwierig zu sagen. Ich habe bis jetzt immer nach einer Woche nach der Verletzung sind bei mir jetzt Positive sicher wieder überwogen. Und jetzt bin ich das erste Mal an einem Punkt, wo alles ein bisschen länger geht. Ich habe mehr Mühe, vor allem mental. Es hat mich so richtig in ein Loch gezogen, in so eine Negativspirale. Was wiederum auch verständlich ist, aber irgendwann sagt der Körper unter Kopf mal Stopp. Und ja, ich muss mir jetzt sicher die Zeit geben und die Zeit auch nehmen, dass ich nicht nur physisch, sondern auch psychisch wieder ganz auf der Höhe bin und mich 100% bereit fühle, um all das wieder Vollgas in Angriff zu nehmen. Ja, wenn ich jetzt gerade nicht da hocken würde, sieht mein Alltag ein bisschen anders aus. Wir wären natürlich noch voll in der Saison, was bedeutet, dass irgendwann 6 Uhr schaltet er weg, du stehst auf, isst mit deinem Team, deinen Teamkolleginnen zum Morgen, es geht ab auf die Piste, man besichtigt, es ist schon ein bisschen so die Rennspannung ist schon da. Vor allem besonders im Frühling ist so immer, also das habe ich immer fast am liebsten gehabt, das war fast meine liebste Zeit zum Rennenfahren, weil man hat schon ein bisschen den Frühling geschmeckt, es ist so gegen Ende der Saison gegangen, man ist vielleicht schon ein bisschen lockerer als Anfang der Saison. Und ja, dann haben wir besichtigt, man hat die ganz normale Startvorbereitung gemacht, wie man es immer macht, das kennt man schon in- und auswendig und gleich ist es jedes Mal so etwas Spezielles. Johanna gestartet. Johanna Kombislalom Quidfjell. Ja, so ein Renntag braucht sehr viel Energie, je nachdem, aber Speed ist immer nur ein Lauf, Slalom Riesen sind 2 Läufe. Das heisst aber nicht, dass es in der Abfahrt oder im Super-G weniger Energie braucht. Dort ist die ganze Konzentration ein bisschen anders. Es ist auch immer noch viel Überwindung dabei, das braucht einem dann schon auch ziemlich. Man kommt irgendwann am Nachmittag 2, 3 zurück ins Hotel, kann dann endlich mal zu Mittag essen und dann geht es direkt weiter mit Konditraining, mit Videoanalyse, mit Besprechungen sonst. Und dann ist schon wieder die Nacht und schon wieder eine Rennvorbereitung oder Besprechung für den nächsten Tag. Ja, das wäre so das, was sonst auf mich wartet, wenn ich jetzt aber gerade nicht da im Training wäre. Ja, jedes Mal, wenn ich da heimfahre, und ich fahre viel daheim, ist es einfach ein
ein spezielles Gefühl. Wenn nach Pani und Pani gefällt mir auch schon gut, aber wenn du dann einfach um die Kurve gehst und da das erste Mal dann die Skifluhe hinein siehst, Scholberg, da geht einfach so was auf in einem rein. Und ich glaube, ich rede da für alle Sandetönjer. Ich wage es einmal zu behaupten. Es ist einfach so etwas Spezielles. Die Berge strahlen so etwas Spezielles aus und ich fahre extrem gerne immer da hinterher. Ich habe eine extrem coole Schulzeit erleben da drinnen. Ich hatte einen weiten Schulweg zwar, aber auch einen abenteuerlichen. Es ist immer so gelaufen, man ist ab und zu ein bisschen, oder ja, wie soll ich sagen, sie hat spät in die Schule gekommen, weil wir noch an der Schneeburg weiterbauen oder Indianerles spielen. Nein, sehr unkompliziert und wirklich lässig und all diese Freundschaften sind erhalten geblieben. Wir haben, ja, mittlerweile sind wir natürlich auch älter gekommen und haben immer noch alle einen starken Zusammenhalt. Und es zieht uns alle immer, obwohl wir irgendwo verteilt hausen, am Wochenende da zurück auf Sandetönja. Und das ist etwas, was ich extrem schätze. Ja, das Spezielle beim Skifahren ist sicherlich, dass wir sind, ich weiss nicht, gefühlte 360 Tage im Jahr miteinander unterwegs. Also es ist ein Einzelsport, aber man ist gleich immer im Team unterwegs. Man teilt immer das Zimmer mit dem. Ich sage, in diesen 10 Jahren Spitzensport, oder sind es auch schon mehr, sind es vielleicht eine Handvoll Freundschaften, die auch bleiben nachher. Weil es ist auch viel oberflächlich. Das Ziel ist sicher, dass man gut auskommt miteinander, aber die Wege trennen sich dann auch wieder. Oder ja, es treffen so viele verschiedene Charaktere aufeinander und wenn du so viel Zeit miteinander verbringst, magst du vielleicht nicht gerade alles immer verleiden. Und ich glaube, so tut sich recht stark auskristallisieren. Die zu einem passen und die halt ein bisschen andere Art und Weise haben, wie es der Weg geht. Nicht bleiben. Aber das könnte noch Spass, wenn das Also die Luana ist meine Nichte. Sie ist dort aufgewachsen, wo ich als Kind aufgewachsen bin. Ihre Ed ist mein Bruder und ihre Mama, Christiane, ist eine ganz gute Skifahrerin. Also sie war mal eine Grasski-Europameisterin. Und ich denke, die Luana hat den Ehrgeiz vor allem von Mama. Und auch dort sind die Mädchen, also die Schwestern, sind ja sehr gut Ski gefahren, auch schon im Kader gewesen. Und ja, ich habe auch Freude, ich unterstütze auch zu unterstützen und habe auch Freude, dass die Luana da im Swiss-Ski-Kader ist und so einen Weg macht. Jetzt ist halt ein bisschen verletzt wie einmal mehr, aber die macht ihren Weg schon noch. Wir sind hier in Barthnun, an einem für mich sehr speziellen Ort. Ja, wir haben früher hier gekajet noch. Wir haben Burt und darum bin ich schon als Kind sehr, sehr viel da gewesen. Aber ich glaube, unabhängig von dem hat sich es zu einem Kraftort für mich entwickelt. Ich bin so viel als möglich da drin. Es ist ein spezielles Gefühl. Es sind die Flühe einerseits, die Berge, wo ich glaube, wo etwas Mächtiges und etwas, ja, irgendwie Spezielles ausstrahlen. Und natürlich auch einfach hinein am Barthnuner See, mal am Morgen, wenn es noch nicht so viele Leute hat, die Ruhe geniessen. Und man ist da drinnen einfach so ein bisschen, ja, es ist da Endstation, nachher ist Österreich und es ist so, ich kann es auch nicht recht beschreiben, es gibt einem einfach sehr, sehr viel Energie und abgesehen davon, dass es unglaublich hübsch ist, ja, strahlt es auch einfach eine Ruhe aus.
Gelernt Skifahren oder zuerst mal auf der Ski gestanden bin ich sehr früh. Ich glaube, das war irgendwie mit 3-jährig. Der Weg war auch ein bisschen vorgegeben, weil meine 2 Schwestern haben dort Skifahren schon aktiv betrieben. Ich bin ein ziemlicher Nachzügler und konnte dann so wirklich einfach nur profitieren. Und sie haben mir das vorgelebt und ich habe es dann nachgemacht. Ich bin überall mit ihnen Trainen und halt einfach jede freie Minute nach der Schule, nach dem Kinski, was es dann auch war, sind wir an einem Junkerlift oder bin ich am Junkerlift gewesen und bin dort von Waldwägli zu was jetzt auch immer, ob gerade noch ein Lauf gesteckt war, einfach auf und ab und auf und ab und solange der Lift halt gelaufen ist. Und ich glaube, so ist der Weg relativ früh, ja, oder ist der relativ früh entschieden gewesen, auch für mich. Ohne Druck, ohne nichts. Ich habe früh gemerkt, dass es das ist, also das Skifahren das ist, was ich machen möchte. Und ja, in der Primar, ich hatte zum Glück immer sehr verständnisvolle Lehrer auch gehabt, die das unterstützt haben. Ich habe dann ab und zu schon mehr gefehlt, als man das normal täte. Und ja, in den jungen Jahren ist das hauptsächlich die Arena am Wochenende abgespielt, aber desto älter man kam, ist eben auch immer mehr durch die Woche fehlen und die Unterstützung war sehr wichtig gewesen. Und für das bin ich auch sehr dankbar. Und trotz dem Druck, den man auch schon als kleines Kind hatte, sind die Nachmittage da mit all diesen Freunden am Junkerlift oder wo es dann auch war, am Skifahren, wirklich auch unbeschreiblich gewesen. Und haben einem auch immer viel gegeben. Und wir sind alle Ski gefahren, alle Sant'Antoniner, sind dazu mal Ski gefahren, alle sind Rennen gefahren, das ist schon so Cooles gewesen. Ja, für die Zukunft wünsche ich mir natürlich sicher Gesundheit, wie sich jeder wünscht. Vor allem, dass ich jetzt dann mal eine Zeit habe, wo ich einfach wieder unbeschwert das machen, was ich am liebsten tue, was ich am besten kann, nämlich Skifahren, ohne überlegen zu müssen, hebt mein Knie oder irgendwie Gedanken an Schmerzen zu haben oder einfach irgendwie Sachen, die einem zurückgeben, sondern einfach unbeschwert können sein, vor allem im Sport. Und ja, immer wenn ich das war, ist es auch gut gekommen und ist es auch gut gegangen. Und das wünsche ich mir jetzt wirklich sehr, weil ja, ich glaube, jetzt wird es dann auch wieder einmal Zeit. Jetzt bin ich genug lang unten durch und ich glaube, jetzt darf ich auch wieder einmal ein paar Jahre einfach unbeschwert, locker Ski fahren und Vollgas geben. Und ja, dann müssen wir schauen.